Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer auf unserem Kanal. Es gibt auch positive Nachrichten auf dieser Welt, steuerlicherseits, zumindest für Künstler, Musiker und Schriftsteller, wenn sie in Irland leben. Und darüber sprechen wir heute mit Sebastian Sauerborn. Sebastian, du hast ja gute Nachrichten also für die Künstler, wenn sie in Irland leben. Wir sind gespannt, das jetzt zu hören. Absolut. Irland ist sehr den Künstlern verbunden. Wie man weiß, hat man ja auch in der Pandemie gemerkt, wo ja auch durch die Künstler hier großzügig bedacht wurden, nicht nur jetzt Selbstständige und Arbeitnehmer im Rahmen von Kurzarbeit. Viele wissen aber nicht, dass es für Künstler eigentlich generell in Irland ziemlich positiv aussieht, denn grundsätzlich zahlen in Irland Künstler, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, keine Steuern. Zumindest nicht bis zu einem Einkommen von 50.000 € im Jahr. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel Maler ist oder Bildhauer oder Autor oder sowas, der kann tatsächlich hier seine Tantiemen und so weiter steuerfrei in Irland vereinnahmen. Das müssen wir dem Herrn Kmenta sagen, mit dem wir einen Podcast gemacht haben vor einiger Zeit und der ja eine ganze Menge Einnahmen durch seine Bücher bei Amazon macht, oder? Also würde er jetzt nach Irland ziehen, könnte er seine Buchverkäufe steuerfrei vereinnahmen. Ja, kann man machen. Allerdings, wie gesagt, es gibt dort sehr, sehr strenge Richtlinien, was jetzt tatsächlich Kunst ist und was nicht Kunst ist. Ja. Also wie gesagt, als Kunst gilt auf jeden Fall natürlich Bücher, dann aber auch natürlich entsprechende Schauspiele, musikalische Kompositionen, Gemälde. Und Zeichnen und natürlich auch Skulpturen. Aber es muss eben tatsächlich ein Werk sein, das auch kulturell jetzt relevant ist. Ja, und das heißt, bei Sachbüchern und bei Businessbüchern ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ja, also ich meine, hier der Gesetzestext sagt, dass letztlich nur Kunstwerke gelten, die jetzt hier maßgeblich zur nationalen und internationalen Kultur beitragen. Und da muss man eben beim Thema Sachbücher auf jeden Fall beachten, dass diese nur hier herangezogen werden können, wenn die eben in den Augen der irischen Finanzbehörden auch tatsächlich als herausragend und so weiter betrachtet werden. Und die zählen auch nur dann eigentlich, ja, wenn die dann hier zu Dingen wie jetzt zum Beispiel künstlerische Kritik, Kunstgeschichte und so weiter zählen. Ja. Also Businessbücher, das zählt im Grunde nicht als Kunst, ja. Nochmal ein Beispiel. Meine Frau zum Beispiel sammelt gerne Treibholz, Muscheln und Steine und macht jetzt daraus sehr dekorative Gegenstände zum Beispiel. Mhm. Wer legt denn jetzt fest, dass das Kunst ist? Also wie kriegt man, wenn ich jetzt Künstler bin oder eben zum Beispiel jemand schreibt Bücher, derjenige will das ja vorher wissen, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich würde deswegen gerne nach Irland ziehen, damit ich dort von steuerlichen Vorteilen profitiere. Also wie kann ich das jetzt prüfen lassen und nicht nur eine Vermutung oder eine Hoffnung haben, dass das, was da gemacht wird, auch wirklich anerkannt wird? Naja, also jetzt, ich denke, bei Skulpturen ist es eigentlich generell natürlich relativ klar. Ja? Da wird es nicht das Problem sein. Es ist natürlich spezifisch bei Büchern tritt dieses Problem auf, wie wir jetzt hier gerade eben ja beim Kollegen Kmenta hier diskutiert haben. Ja? Also es ist eben so, dass Sachbücher oder jetzt so Businessbücher tatsächlich nur sehr beschränkt hier eben dazu dienen, damit man die Einnahmen daraus steuerfrei vereinnahmen kann. Ja, also ich glaube, das Problem entsteht eher jetzt bei Büchern. Aber es ist tatsächlich explizit sind die Regeln aufgeschrieben. Wir würden einfach hier in die Shownotes einen Link zu der Seite der irischen Steuerbehörde packen, wo dann entsprechend die Details zu der Liste dann auch zu finden sind. Also wie gesagt, ich denke vor allen Dingen bei Büchern, weil da geht es auch um die Frage, ist es Journalismus, ist es ein Sachbuch, ist es ein Businessbuch? Also ein Businessbuch, was jetzt primär eigentlich für Geschäftsleute gedacht ist, zum Beispiel, ist definitiv nicht berechtigt, die Einnahmen, also man ist nicht berechtigt, die Einnahmen daraus steuerfrei zu vereinnahmen. Und um das vielleicht nochmal ganz klar zu machen, es geht natürlich auch nur um Einkünfte dann aus Kunst oder Musik oder Schriftstellertum und nicht, dass jetzt diese Person komplett steuerfrei wird, sondern es geht ja dann nur um den Verkauf dieser im Rahmen der künstlerischen Tätigkeit
hergestellten oder Kunst bzw. generierten Einkünfte. Ist das richtig? Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Ja. Also das heißt, es geht hier tatsächlich jetzt natürlich um Tantieme. Ja. Das heißt, auch wenn man jetzt zum Beispiel hier einen Vorschuss jetzt erhält auf diese Tantieme, wie es ja viele Autoren bekommen. Viele Autoren bekommen ja einen Vorschuss auf spätere Tantiemen, wenn sie jetzt ein Buch schreiben, gerade sehr bekannte Autoren. Hier auf diesen Vorschuss gilt dann auch diese Steuerbefreiung nicht. Ja. Man kann das dann später, wenn man dann eben die Tantiemen bekommt, kann man es dann rückwirkend zurückfordern. Ja. Aber nicht zum Zeitpunkt des Vorschusses. Und man muss natürlich sagen, es sind maximal 50.000. Wer natürlich jetzt also ein sehr erfolgreicher internationaler Künstler ist, der wird hiervon leider wenig Gebrauch machen können. Oder eben nur bis zum Betrag von 50.000. Aber natürlich viele Künstler können hier sehr glücklich sein mit dem Betrag. Klar, also 50.000 steuerfrei für viele Künstler ist natürlich ein großer Vorteil. Ja, auf alle Fälle. Dann sind wir wirklich gespannt, wie viele unserer Zuschauer und Zuhörer jetzt Künstler, Musiker, Schriftsteller sind oder jemanden kennen. Und bitte Fragen in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt. Generell, wenn jemand jetzt die Fragen, die er in den Kommentaren vom Video schreiben kann, nicht reichen, was kann er machen? Ich würde jetzt mal sagen, wie gesagt, wir machen jetzt mal hier den Link zu den entsprechenden Webseiten in die Shownotes rein. Wer dann gerne noch die weiteren Details in einem Beratungsgespräch besprechen möchte, kann dies natürlich gerne tun. Wohnsitzausland.com und dann gibt es da oben einen Beratungsbutton und man kann ein Beratungsgespräch buchen. Klasse. Dann, wie immer, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, Sebastian. Danke dir. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.